Liebe Terroristikfreunde, in diesem Video möchte ich euch zeigen, worauf es beim Bau eines Paludariums für Feuersalamander besonders ankommt. Voraussetzung ist ein wasserdichter Ganzglaskern, da das Paludarium im Wasserbereich ja 5 bis 7 cm Wasserstandshöhe hat. Als erstes plant man die Platzierung der Technik für den Bachlauf und den Wasserfall. Die Bachlaufpumpe benötigt ein Leerrohr für die Stromversorgung und die Verlegung des Schlauches hinter der Landschaft. Danach startet ihr mit dem Landschaftsbau aus Styropor und PU-Schaum. Wir bauen in die Landschaft auch sehr gerne Wurzelteile, Korkrinnenstücke und andere Dekorationsmaterialien sofort mit ein. Nach dem Styroporbau erfolgt die Bespachtelung in mehreren Schichten. Als Spachtelmassen bieten sich Fliesenflexkleber oder andere wasserfeste Spachtelmassen an. Wenn ihr dann eine 3 bis 4 mm dicke Schicht aufgespachtelt habt, geht es an die Beschichtung mit Naturgranulaten und Sand, zum Beispiel als Felsimitation. Hier sieht man sehr schön den Verlauf des Bachlaufs und die eingebauten Pflanzeinsätze für die späteren Pflanzen. Als Beschichtung bilden sich viele Naturmaterialien an, wie Humus, Torf oder Rindenteile, ganz so wie es euch am besten gefällt. Aufgeklebt werden kann das Ganze mit Epoxidharz oder 2KPU-Kleber. Manche Terrarienbauer schmieren auch die ganzen Wände mit Silikon ein und drücken dann die Materialien dort rein. Das geht genauso gut. So sieht nun das fertige Ergebnis nach der Beschichtung aus. Hier sieht man einen Bachlauf, der sich in mehreren Kaskaden sanft nach unten bis vorne zum Wasserkanal schlängelt. Da Feuersalamander ja Tiere aus den hiesigen gemäßigten Klimazonen sind, benötigen sie keine große Temperatur. Daher verwenden wir als Beleuchtung keine Wärmelampen, sondern nur LED-Leisten. Bei der Farbtemperatur kann man nur Tageslicht oder eine Kombination aus Warmweiß und Tagweiß wählen. Hier das fertige Ergebnis des Paludariums mit dem Wasserfall, der über Schieferfelsen fällt. Ihr könnt die Pflanzen in vorbereitete Pflanzmulden setzen oder ihr legt einen größeren flachen Bereich am Boden an, den ihr mit Erde füllt, in die ihr die Pflanzen dann direkt einsetzt. An vielen Stellen haben wir den Boden auch mit Moosen bepflanzt, an denen die Salamander dann immer einen natürlichen Raum finden, wo sie sich besonders wohlfühlen. Denkt beim Landschaftsbau daran, dass Feuersalamander zum Ableichen eine seichte Stelle mit stehendem Wasser benötigen. Fließendes Wasser nehmen sie ungern an. Hier seht ihr unseren angelegten kleinen Tümpel zum Ableichen. Wurzelteile, die in die Landschaft eingebaut sind, ergeben sehr natürliche Verstecke. Sie sind besonders beliebt als Rückzugsmöglichkeit und Unterschlupf. Nach einigen Monaten hat man eine sehr schöne dichte Bepflanzung im Paludarium, auch wenn es anfangs beim Einrichten noch ein wenig kahl aussieht. Ich hoffe, dass ich euch in diesem Video einige interessante Informationen geben konnte, sei es für den Eigenbau oder für den Kauf eines fertigen Terrariums. Bis bald, euer Rainer Hoppe.